Liebe Freunde des MCI, solche Grußbotschaften zu Jubiläen etc., die haben ja meistens eine gewisse Eintönigkeit. Ich habe mir daher gedacht, ich erzähle einfach eine kleine Geschichte, die zeigen kann, was das MCI so leistet. Ich bin ja das erste Mal mit der Abkürzung MCI, hätte ja vorher wahrscheinlich eher für einen Motorsportclub oder so etwas gehalten, Mitte 2000 konfrontiert worden. Damals hatte ich den Ehrgeiz, meine bis dorthin schon nicht so schlechte Karriere vielleicht doch nicht so ausklingen zu lassen, sondern noch eine neue Stufe zu erklingen, und habe daher unsere Personalabteilung gefragt, was denn so möglich wäre an beruflicher Weiterbildung, und die haben wir das MCI, das damals ja noch relativ neu war, empfohlen. Ich habe mich dann damals angemeldet für General Management, wurde überraschenderweise auch genommen. Es war berufsbegleitend. War dann etwas überrascht, wie ich das erste Mal in Innsbruck war, weil berufsbegleitend habe ich mir gedacht, ja, da werden so mittleres Alter etc., wo ich war, auch dabei sein. Bin dann gestoßen auf lauter Nachwuchskräfte von BMW, Swarovski, Südtiroler Industrielle. Die waren gerade mit dem Studium fertig, wollten eine Zusatzausbildung machen. Und ich war dann quasi der alte Ossi im Westen. Das war in den ersten Modulen durchaus herausfordernd. Die waren EDV-technisch alle hochaffin. Aber das konnte ich auch lernen, wie schnell mein Excel oder sowas Ähnliches bedient. Meine Lebenserfahrung konnten die Kollegen nicht so schnell kompensieren, und wir haben sehr schnell eine gute Symbiose gefunden. Wir hatten auch im dritten oder vierten Modul, da ging es um Kommunikationstraining, durchaus eine ernste Situation. War ein Professor, der hatte sich quasi zum Ziel gesetzt, mit den Studentinnen und Studenten da richtig Schlitten zu fahren. Da hat er mit mir große Probleme als quasi lokalpolitisch erfahrenen Diskutanten, aber einige Mädels in der Gruppe, die waren nahe am Nervenzusammenbruch. Und ich habe dann gemeint, so wird es nicht gehen, mit solchen Professoren werden wir da nicht weiterarbeiten. Die Jugend hat gemeint, da kann man einfach nichts machen. Und ich habe gemeint, ich habe schon 1968 beim Demonstrieren was gelernt. Wir haben anders studiert. Wir haben eine kleine Besetzung des Instituts damals vorgehabt, Stiegenhausbesetzung, verhandeln, dass solche Professoren dem MCI nicht würdig sind. Das hat gut funktioniert. Ich war ab dem Zeitpunkt dann so irgendwie der Herdenführer in der Truppe. Der Professor hat im nächsten Semester auch nicht mehr unterrichtet, wie ich weiß. Aber wir haben viel gelernt, alle haben viel gelernt, auch das MCI hat gelernt, dass vielleicht nicht alle Studenten sich alles gefallen lassen. Es war dann doch eine sehr herausfordernde Zeit, weil berufsbegleitend von Wien nach Innsbruck, bin ca. 50 Mal bei jeder Wind- und Wetterlage geflogen und gelandet in Innsbruck. Einmal nicht, da war die Bundesregierung an Bord, da sind wir nach Salzburg zurückgeflogen, da war der Föhnsturm zu stark und mit dem Bus nach Innsbruck gefahren. Trotzdem eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Es hat mir das nötige Rüstzeug gegeben. Ein Jahr später, im Sommer 2001, konnte ich mich für die Geschäftsführung bei den Wiener Linien bewerben. Auf diesem doch heißen Stuhl sitze ich bis heute. Das MCI hat mir das Rüstzeug gegeben, um das alles gut zu bewältigen, auf lange Sicht. Und auf lange Sicht wünsche ich auch dem MCI alles Gute, möge die Übung gelingen.